Jo, von der Nacht, was geht ab und herzlich willkommen zum neuen Reaction-Video. Wir reagieren heute auf die angeblich 10 besten Psytrance-Festivals in Europa. Das Video wurde von Zamnesia gemacht, wir schauen uns gleich nochmal genauer an. Ich habe davor auch nochmal ein paar kleine Takte zu sagen, weil so eine Liste zu erstellen ist gar nicht so leicht. Aber wie immer, erst direkt nach dem Intro. Let's go! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Eine Liste mit den angeblich 10 besten Psytrance-Festivals in Europa zu erstellen, ist natürlich sehr schwierig. Und ich glaube, es gibt da gar keine richtige Liste, denn es hängt ja von vielen Faktoren ab, wie wir das entscheiden, ob wir ein Festival gut finden oder nicht. Das ist natürlich euch überlassen und das, was ihr jetzt hier gleich hört, ist meine objektive Meinung. Deswegen mir nicht böse sein, wenn es nicht euren Vorstellungen entspricht. Mann! Also, liebes Zamnesia, ganz ehrlich, wer hat denn das Video produziert? Wer hat euch denn da rangelassen? Es triggert mich richtig. Also ich schaue mir das nicht länger an. Aber ihr könnt mir natürlich gerne unten in die Kommentare mal reinschreiben, was denn eure Top 10 sind. Würde mich mal wahnsinnig interessieren. Ich habe das Video vorher schon gesehen und ja, ja, ihr könnt gespannt sein. Wir fühlen uns nicht besonders nervös. Nee, aufgeregt nicht. The summer is a time for cutting loose, relaxing, and opening up your mind. There's no better place to do this than a psychedelic music festival where great music, love, freedom, and the power of psychedelics come together to create that time of your life. Ja, aber natürlich, Alter, ich mache seit 20 Jahren nichts anderes in meinem Sommerurlaub. Number 10. Noisily Festival in the UK. This rural land outside Leicester is usually peaceful except for one special weekend in July. The location is a big draw for people looking to make special connections in nature. The lush green surroundings are ideal for this festival. Da geht's halt jetzt schon los. Halt, stopp! Also, ich möchte dem Festival ja nichts unterstellen und die Bilder, die wir gerade gesehen haben, die waren auch super schön. 2025 findet das wieder statt. Ja, die haben so 3, 4 Headliner. Es kommen so, keine Ahnung, ich glaube ungefähr 3000 Menschen dahin, bis 5000. Und dann frage ich mich, warum denn so ein Festival hier einsortiert wird. Das geht doch nicht. Das wäre genau das gleiche, wie wenn ich jetzt die Liste machen würde und würde halt sagen, auf Platz Nummer 10 oder Platz Nummer 9 europaweit, wir reden ja hier von europaweit, wäre dann die Gakalaka. Natürlich ist die Gakalaka ein super geiler Geheimtipp und ein super geiles Festival, aber jetzt die 10 besten aus Europa, will ich da jetzt, glaube ich, auch nicht draufsetzen. Number 9. Psychedelic Experience in Germany. If you're into deep psychedelic vibes, pulsating through high-class speakers straight into your soul, Psychedelic Experience has got you covered. This incredible festival is relatively self-explanatory. Ja, Psychedelic Experience, ich weiß gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll, ist auch schon seit Jahren fest etabliertes Festival in Deutschland. Man hat immer wieder davon gehört, aber irgendwie ist es auch teilweise voll an mir vorbeigegangen und ja, deswegen kann ich da leider gar keinen Rat geben, aber falls ihr das besser wisst, schreibt's doch mal bitte in die Kommentare. Psychedelic experiences are to be expected. Number 8. Triplicity. This incredible festival takes place in the depths of UK's jungle. Triplicity is a psychedelic festival consisting of purely natural vibes. Over 100 artists will deliver music from psytrance, psydub, neurofunk and many other weird genres. Ja, so, jetzt haben wir da das nächste Problem. Und zwar Triplicity, United Kingdom. Ich habe da jetzt auch mal nachgeschaut. Ich glaube, seit 2020 oder 2021 gab es das gar nicht mehr. Die Grafiken sahen alle irgendwie total sehr unprofessionell aus. Das Festival gibt's nicht mehr. Das bedeutet, Zamnesia-Video ist von letztem Jahr. Ja, dann frage ich mich, wie kann man sowas denn noch in die Liste reinmachen? Also bis hierher würde ich das alles nicht in die Liste reinschreiben. Number 7. Flow Festival in Austria. If you're planning your next psychedelic festival experience, make sure to add Flow Festival to the list. Amazing music delivered by artists such as Eat Static, Atmos, Liquid Soul, and plenty more shall deliver supernatural feelings and metaphysical sensations. Ja, also Flow Festival Österreich ist natürlich, gehört fest zur österreichischen Szene und ist auch meines Wissens nach, glaube ich, das einzigste richtig große internationale Festival dort in Österreich.
Wild. Gibt's schon auch seit gefühlt einer Ewigkeit. Ich war selber noch nie da, aber man hört's immer wieder. Flow Festival. Also, ja, kann man schon auf so eine Liste mit draufpacken. Number 6, Shankra Festival in Switzerland. Shankra Festival. Ja, Chankra gehört auf jeden Fall auf diese Liste. Ich meine, guckt euch das mal an. In diesem Tal, mit dem blanken Fels, die Alpen, also das ist eines der krassesten Locations wahrscheinlich auf der ganzen Welt. Das ist absolut atemberaubend. Das bei euch genauso gerade ist? I doubt it. Kann ich auch nur empfehlen. Is a spectacular event with many different genres of psychedelic music and arts. The best thing about this festival is probably its location, situated between two breathtaking mountains filled with nature. Number 5, Psychedelic Circus in Germany. As the name would suggest, psychedelic In den Spirit, WUF und Psychedelic Circus werden auf meiner Liste auch nicht auftauchen. Früher waren das ganz tolle Festivals und natürlich auch teilweise führend in Deutschland. Gerade die WUF, ja, gilt als die Mutter aller Psytrance-Festivals. Das ist aber alles von Aktiengesellschaften aufgekauft worden, um quasi dem Kapitalismus zu dienen und die Zahlen nach oben zu treiben und Aktiengesellschaften voranzubringen mit Psytrance-Festivals. Ja, da wird mit Hippies schwer Geld gemacht. Hallo, ich mag Moneten. Sowas kann ich überhaupt nicht für gut heißen, finde ich ehrlich gesagt. Ist für mich Abfall. Aber wenn ihr wollt, dann kann ich dazu mal ein ganz eigenes Video machen. Schreibt mir das vielleicht auch nochmal unten in die Kommentare. Ich hab's ja gerade schon gesagt, ne? Aber hier ist auch so ein toller Ausschnitt. Was ich damit meine. name would suggest, Oh ja, guck mal hier mit Rahmenprogramm. Oh, hier fliegt Konfetti und jetzt alle bei 3 und dann hüpfen und dann kommen noch irgendwelche Entertainer noch auf die Bühne und mit einer T-Shirt-Kanone und schießt den Fanshirts in die Menge und Cringe. vor allen Dingen sorgt es auch für die Kommerzialisierung unserer Szene und dieser Festivals. Ja, für mich einfach nun nochmal. Ist für mich Abfall. Also ich schaue mir das nicht länger an. Es ist im Kindergarten heute wieder. Psychedelic Circus is set to take you down the rabbit hole with its bizarre, fascinating themes and visuals, showcasing both international and local artists. The music Lüge. Da sind keine Local Artists, auf keinen Fall. Und ja, diese Aktiengesellschaften oder die Inhaber werden FM-Booking beauftragt haben, um ihre Künstler da zu holen. Und zeigt mir ein Line-Up, wo beim Psychedelic Circus da irgendwelche nordischen Mittelklasse-DJs auf diesem Festival gespielt haben. Das ist eine absolute Lüge, Lüge, Lüge. music of Psychedelic Circus has everything from chilled-out rhythms to the happy, fast thumping of psytrance, as well as glimpses into its darker side. Number 4, Ozora Festival in Hungary. Ozora auf Platz Nummer 4. Nein, doch. Also, liebes Zamesa, ganz ehrlich, wer hat denn das Video produziert? Wer hat euch denn da rangelassen? Es triggert mich richtig. Obwohl ich ja wieder daran erinnern muss, ne, jeder macht seine eigene Liste so. Aber ja, wir können ja gleich nochmal final über diese Liste von Zamesa sprechen. Asterix, Atmos, and more than 100 other artists will take over this festival with pure psychedelia. Wood carving, painting, and meditation are among the many other workshops that will be present to provide you. Mr. Pink gehört natürlich dazu, die absolute Volllegende. Ich habe ihn schon so oft gesehen auf internationalen Festivals und habe ihn auch einmal umarmt und ich war dann voller pinker Farbe. Mittlerweile ist er nicht einfach so Gast auf den Festivals, sondern er hat ein richtiges Geschäft draus gemacht. Man muss ihn buchen, damit er da seine Nummer abzieht. Ja, aber eine absolute Volllegende. Ich denke auch, das Booking-Geld ist es auf jeden Fall wert, ey. With the ultimate activities. It's almost like an entire universe condensed into one breathtaking spot. Outlandish special effects illuminating the area during the night are to be Ja, also gerade dieses Lichternetz unter dem Floor ist einfach wirklich absolut atemberaubend. expected. Number 3, Freedom Festival in Portugal. Within Jetzt kommen wir zum absoluten Geheimtipp in Portugal, Freedom Festival. Ich war da auch mal dran an einem Booking, hat leider nicht funktioniert, aber das ist auf jeden Fall ein absoluter Geheimtipp. So mittelgroß, relativ unkommerziell, super Location und ja, ich habe da auch schon sehr, sehr, sehr viel von gehört.
In the festival, the areas where music and arts shall be performed are coined as Chill Garden, Zen Island, and Dance Forest, the names of which are pretty self-explanatory. The Freedom Festival, as its name suggests, is all about liberation. Ja, guck dir mal den Dancefloor an. Ich liebe das ja, ne? Wenn der Dancefloor im Wald so mit drin ist, das ist schon ein geiler Vibe auf jeden Fall. One's mind and becoming Zen. Number 2. Also, Modem, ja, auf Platz Nummer 2 gehört da auf jeden Fall hin in die Top 3. Ja, aber ihr merkt schon so die Verhältnisse, ne? Also Modem auf der 2, merken wir uns mal. Ozora auf der 4 und zwischendrin dann nochmal so der kleinere Geheimtipp. Ja, ist schon, ich weiß ja, was auf der 1 ist. Mal gucken, was ihr so dazu sagt. Modem Festival in Momento Demento in Kroatien. Ist ja einfach absolut zu empfehlen. Croatia. Modem Festival, short for Momento Demento, is seriously impressive. Plenty of talented musicians will deliver solid Psy vibes through high-quality, chest-pumping speakers. If one wishes to Ja, seht ihr die Flüsse, das kristallblaues Wasser. Du kannst da 3 Meter tief ins Wasser reingucken und da sind auch überall Wasserfälle und so. Also Kroatien, wunderschönes Land. Leider immer noch gebeutelt vom Kosovo-Krieg, der 95 aufgehört hat. Man sieht es da auch, wenn man durch die Dörfer läuft, immer noch Einschusslöcher und so. Und man darf auch nicht über den Zaun bei der Modem drüber klettern, weil da überall noch scharfe Munition rumliegt und so. Aber diese Bootsfahrer, die ihr hier seht, ja, das kann man sich nicht auf dem Festival mieten, sondern die kommen irgendwann, das sind quasi ganz normale Urlauber, die kommen dann irgendwann an dem Festival halt einfach vorbei, wenn sie da ihre Bootstour machen. Und ich habe sogar schon Väter gesehen, die ihre Kinder im Boot sitzen lassen haben. Und der Vater, der war sichtlich erfreut, ist ausgestiegen, ist erstmal zur Bar, hat sich dann 2 Schoppe geholt. Saufen! Geil! Zu seinen Kindern ins Boot gesetzt, dann sind die weitergefahren, ja. Aber er hat auf jeden Fall sich gefreut, dass er ein kleines Schoppepäuschen kriegt, ey. to bask in the Croatian summer while experiencing high-quality psychedelic impressions with friends and family, Modem is the place to be. And last but not least auf der 1. Not least, Sci-Fi, das ja auch seit 2020 pausiert wird. Das Festival ist natürlich der absolute Oberwahnsinn gewesen, als es noch in Holland war. Die Location, das Line-Up war gerade die ersten 3 Jahre sowas von full-on verseucht. Also das war wirklich ein absoluter Traum, das Festival. Und ich wünsche der Psy-Fi Crew einen guten Start jetzt in Deutschland, 2025, erste Ausgabe in Deutschland. Ich hoffe, ihr kriegt das hin, ihr habt eine tolle Location gefunden, aber das hier ist halt wirklich absolut in die Geschichte eingegangen, diese Location. Der absolute Oberwahnsinn, könnte ich gerade in Schwärmen kommen. Sci-Fi in the Netherlands. What makes Sci-Fi really special is that magic truffles are legal in the Netherlands. This makes it much safer and easier to get lost in the rhythms of the music, chill out on the beautiful beaches, or become enthralled by the beauty of its mystical forests. Ja, klar, in den Niederlanden ist noch ein bisschen mehr legal und das ist schon ganz cool, ja. Drogen mit im Spiel? Keine Ahnung. Er sagt nicht. Nee, Drogen nicht mit im Spiel. Nur Alkohol. Wie viel hast du getrunken? Einiges. Oh, aua. Ja, das Problem ist aber mit Lautstärke, da hat die Niederlande auf jeden Fall was dagegen und da wird ab 22 Uhr, ja, wird die Mucke auf dem Mainfloor extrem leise gemacht und die Mucke auf dem Darkfloor komplett aus. Ich hab's mitbekommen, live bei Crazy Astronaut auf dem Floor, das Punkt 22 Uhr, also er ist nicht genau fertig geworden und um 22 Uhr lief sein letzter Track So Damn Tough. Der absolute Legendentrack, der ganze Floor am Ausrasten, da gehen die hoch und machen dem die Anlage aus. Und da musste er sogar noch seine Monitorboxen in die Menge drehen, damit wir noch fertig auf So Damn Tough tanzen konnten. Also das muss man sich mal überlegen, ja. Da wird keine Sekunde überzogen. Thank you guys very much for watching. Be sure to like and subscribe, and we will see you at Zamnesia.com. So, ja, da muss ich jetzt natürlich auf jeden Fall nochmal sagen,
Also diese Eingruppierung fand ich schon krass. Und falls euch aufgefallen ist, welches Tippitoppi-Festival hat dann gefehlt, was nur alle 2 Jahre gefeiert wird? Die Boom natürlich, ey. Wie kann man bei so einer Liste die Boom nicht mit draufsetzen? Ja, also man kann ja von Festivals halten, was man will, aber die Boom ist natürlich für mich persönlich das beste Festival in ganz Europa, wenn nicht sogar auf der Welt. Aber ihr setzt da irgendwie Ozora auf die 4, Sci-Fi auf die 1, habt da irgendwelche Unbekannten dabei und Boom Festival kommt überhaupt nicht vor. Also das finde ich schon irgendwie ein bisschen komisch. So Leute, ich hoffe, das neue Video hat euch gefallen. Ey, lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr neue Ideen habt. Schreibt mir alles in die Kommentare rein. Ey, wir machen uns jetzt ab in die Endcard. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Boom Shiva, euer Psychili.